Wir sind gut reingestartet ins Jahr 2022 und heute freue ich mich, weil Jörn und ich schauen uns jetzt ein Auto mit euch gemeinsam an und wie man hier schon sehen kann, auch die Produktion, was für uns was ganz Besonderes ist. Brabus XRP 800, wirklich sehr spezielles Auto, wo wir viele neue Sachen umgesetzt haben, die man bisher von uns so nicht kannte. Wir schauen uns heute sowohl an unsere brandneue Super Black Edition, also das Auto, was wir gerade vorgestellt haben. Schwarz, 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 back to the Brabus Roots. Alles ist schwarz an dem Auto, bis auf die Plaketten, die sind weiß. Wir gehen zurück zu den Wurzeln. Bei uns war fast jedes Auto, was wir über die Historie publiziert haben, war schwarz. Fast jeder Prototyp war schwarz, fast jeder Testwagen war schwarz. Und ich glaube, wenn wir uns so anschauen, was wir über die Jahrzehnte an Kunden ausgeliefert haben, Weißt du schwarz. Ich glaube. es ist so ein bisschen wie bei Ford damals. Du kannst es kriegen in allen Farben, solange ist es schwarz. Wir haben aber auch einmal einen XLP im Aufbauzustand dabei, der eigentlich gerade in der entscheidenden Phase steckt, nämlich der Transformation vom normalen Geländewagen zum Pickup, der höher, länger und natürlich auch das Pickup-Bett hat. Ich finde, Jörn, daran kann man am besten zeigen, wie der ganze Prozess passiert. Das Auto ist, wie gesagt, im Aufbau, ist ganz viel noch nicht komplettiert, aber es ist eine gute Basis, mal zu zeigen, wo sind die Unterschiede, wo kommt die Differenzierung her und was machen wir im Einzelnen bei dem Auto. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns heute mal an. Der XRP beginnt ja sein Leben als ganz normale G-Klasse. Ich finde aber, wenn du dann davor stehst, und der Maßstab ist ja wie immer unser Brabus One Second Wow, stellt sich das ziemlich schnell ein und du siehst, irgendwas ist anders. Ja, ist ja nicht nur irgendetwas anders. Ich glaube, der Gesamtauftritt des Autos, es ist halt durch die Höhe, durch die Länge, auch durch die Breite. Wir sind ja nochmal mit dem Whitestar und der Whitestar ist ja zu unserem Standardprodukt auch nochmal verbreitert. Ja. Wirklich stämmiger, großer Auftritt. Man hat ja wochenlang, monatelang in der Konstruktion über Bauteile gehirnt und hat ja dann ein Gefühl dafür gehabt, wie es ist. Klar. Und als es dann aber erste Mal fertig da stand, standen alle, das gesamte Team da vorne und haben gesagt, das ist aber viel Auto. Ist eine richtige Packung Auto. Ja. Dementsprechend ja auch der Name. XLP steht für XL, also hoch, und P für Pickup. Und dementsprechend steckt auch schon das drin, was das Auto ja besonders macht. Nämlich einmal ein Portalachssystem, die Verlängerung und die Ladefläche. Genau. Und ich würde sagen, genau da fangen wir auch mal an. Portalachsen heißt ja für die meisten erstmal nur, dass es sich um ein Auto handelt, was höher ist und ganz, ganz viel Bodenfreiheit hat, also besonders Offroad-gängig ist oder geländegängig. Was steckt technisch dahinter? Es geht bei diesen Portalachsen einfach nur darum, Ground Clearance zu schaffen. Das heißt, Bodenfreiheit, ich habe Achsmitte und also Radnabenmitte und Achsmitte voneinander getrennt. Und dadurch ergibt sich wirklich so ein Portal, ne? Also geht hoch, geht rüber, geht runter. Und daher kommt dieser Begriff Portalachse. Man hat deshalb die Radnabe und die Achsmitte getrennt, damit man eben genau diesen kritischen Bereich unterm Auto, in der Mitte des Autos, diese nötige Bodenfreiheit erreicht. Üblicherweise haben die meisten Offroad-Fahrzeuge Starrachsensysteme. Der alte G hatte vorne und hinten eine Starrachse. Der aktuelle G hat hinten noch eine Starrachse, vorne eine Einzelradaufhängung. Ja. Was sicherlich sozusagen der On-Road-Tauglichkeit des Autos geschuldet ist. Aber üblicherweise hast du Starrachsensysteme und dann ist natürlich immer genau die Achse, die in der Mitte rübergeht, der limitierende Faktor für das Thema Freigang. Ja, uns auch mal anschauen. Ja. Das haben wir jetzt natürlich hier sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse. Genau. Du hast jetzt genau dieses Thema, das bei dem Auto, wir zeigen es gleich nochmal im Detail, die Achsmitte, die Radmitte und die Antriebswellenmitte voneinander getrennt ist. Das ist entsprechend nach oben gesetzt und dadurch habe ich einmal die Fahrzeughöhe natürlich angehoben, dass das ganze Fahrzeug mit der Antriebsebene nach oben kommt, habe aber im Wesentlichen, und das ist der große Punkt, den Freigang zwischen dem Fahrzeug erhöht und kann somit eben über Stock und Stein im wahrsten Sinne des Wortes fahren. Ich kann über Felsen fahren, ich habe entsprechend Freigang. Ich sag mal, in sehr morastigen Gelände ist das Chassis weit genug vom Boden weg, so dass ich eine entsprechende Offroad-Tauglichkeit habe. Der Ursprung der Portalachse ist der Mercedes-Benz Unimog.
Absolut. Da kommt es her. Mercedes hat es auch lange gehabt beim G, gerade auch aus dem Militärbereich, hat das so eine lange Tradition. Aber jetzt hier für die Baureihe G463A, also den aktuellen G, auch erstmals umgesetzt. Und das ist eine Besonderheit noch an der Vorderachse mit den Einzelradaufhängungen. Genau, wie das funktioniert, schauen wir uns gleich mal an unserem halb zusammengebauten oder Genau. eben gerade im Aufbau befindlichen Auto an. Jetzt haben wir ja schon das XL. Fehlt uns noch das P. Genau, der Pickup. Die Ladefläche. Jetzt ist das hier, was natürlich für jeden, der das Auto einfach an sich vorbeifahren sieht oder ums Auto rumläuft, erst einmal ein normaler, wenn auch sehr schöner und im Auftritt, finde ich, besonders cooler Pickup mit einer ebenso normalen Pickup-Ladefläche. So normal ist die Ladefläche hier aber gar nicht. Insbesondere die Tür mal auf und zu macht. Einige Besonderheiten hat. Ja, ich sag mal, das Besondere ist, dass wir zum einen eine Ladefläche schaffen wollten und mussten für den Pickup. Das heißt, die Basiskonstruktion der eigentlichen Ladefläche ist eine Blechkant-Schweißkonstruktion, also kann auch ernsthaft was, ist entsprechend stabil und die ganzen Außenverkleidungen, also die Kotflügel, die oberen Abdeckungen hier zum Beispiel, ist alles aus Kohlefaser gefertigt. Das haben wir zum einen gemacht, weil wir auch so ein bisschen das Thema Gewicht noch im Griff halten wollten, aber weil wir natürlich auch mittlerweile echt eine gute Kompetenz zum Thema Carbon und Exterieurbauteile haben. Absolut. Das kommt vom Rocket GT eigentlich auch, die Kotflügel. Da haben wir gesagt, komm, wir machen es in Genau, ich meine, in allen Rocket Editions war das, was man beobachten konnte. In eigentlich jedem größeren Brabus Masterpiece, was wir bauen, spielt Kohlefaser eine große Rolle. Ich erlebe hier einfach den Effekt, dass wirklich fast jeder, der die Tür hinten aufmacht, sagt, was ist denn da passiert? Ja, das ist viel leichter als gedacht. Genau, die ist sehr leicht, die fällt sehr solide und satt ins Schloss. Wie immer hilft natürlich dann auch die Gasfeder hier drin, diesen Eindruck der Leichtigkeit zu machen. Die Tür ist natürlich nicht wirklich so leicht, wie sie sich anfühlt. Aber das ist ja genau dieser Effekt. Man hat eine schöne Wertigkeit, sie geht satt ins Schloss. Und was uns auch wirklich wichtig war, und das ist ein Detail, achte mal, das ist nicht ganz so selbstverständlich. Sie bleibt in jeder Position stehen und arretiert in jeder und hat dann ein ganz leichtes Moment, wo man sie lösen kann, aber das ist ja genau das Thema. Also man hat ja oftmals eine Kleinigkeit, ich muss nur mal kurz ran, habe vielleicht auch nicht den Platz am und um das Auto, die Tür immer jedes Mal aufzumachen oder sie schlägt mir auf. Das heißt, selbst wenn ich jetzt am Berg stehe, Fahrzeug steht mit der Front hoch, ich kann es relativ leicht bedienen, lass es los und es bleibt wirklich solide, arretiert in einer Position und das ist einfach so Details, die es einfach rund machen dann. Jetzt haben wir natürlich hier auch eine direkte Übertragung aus unserem Bootsgeschäft von Brabus Marine mit dem Boden, den wir hier verwendet haben. Denn uns war ja klar, Holz kann hier keine Rolle spielen, weil es schlicht und einfach viel zu leicht zu beschädigen ist und einfach deshalb wirklich nicht in Frage kommt. Und dementsprechend haben wir genau den Boden verbaut, den wir von unseren Booten kennen. Genau das gleiche Material, die gleiche Verarbeitungsverfahren und es ist natürlich jetzt, ich sag mal, man kriegt alles kaputt, wenn man es will. Aber das ist wirklich sehr hartnäckig. Auch wenn man mal eine kleine Beschädigung hat, kann man so leicht rausschleifen und wieder rausputzen. Auch vor allem, und das ist auch nicht ganz unwichtig, extrem witterungsbeständig. Ja. Weil diese Fläche ist natürlich immer Wind und Regen ausgesetzt, wenn ich fahre oder irgendwo das Auto parke. Das heißt, wir mussten da schon etwas haben, was ein bisschen was aus kann von der Oberfläche. Was ich auch finde, weil es kommt von dem Schiffbereich, hat auch eine entsprechende Wertigkeit. Was mir besonders gefällt, egal ob du dahinter stehst und dir die Ladefläche anschaust, egal ob du von der Seite anschaust, und für mich ist die Ansicht von der Seite die schönste und eindrucksvollste, weil das Produkt tatsächlich voll erkennbar ist. Was ich faszinierend finde, ist, dass er so aussieht, als wenn er so sein sollte. Das Auto hat von der Seite einfach sehr gesunde und ausgewogene Proportionen. Und das ist jetzt wieder leicht beschrieben. Jeder sieht's, aber der Weg dahin, der ist dann teilweise der aufwendige. Üblicherweise ist ja beim G hier nur eine schmale Säule, also das ist ja dann die C-Säule und hier hinter kommt hier die Verglasung, wo normalerweise dann hier hinten das Heck ist. Und man sieht ja jetzt schon ziemlich deutlich, dass diese Proportionen alle entsprechend länger geworden sind. Da hätten wir ein G genommen und hätten hier im Endeffekt nur eine Klinke ausgeschnitten, um ein Pickup rauszumachen. Jetzt so eine super kurze Ladefläche. Ja, das wird einfach nicht aussehen. Kurzen Überhang gehabt. Die Proportionen hätten nicht gepasst. Das war uns relativ früh klar. Das war in der Entwicklung ziemlich schnell offensichtlich und wir hatten gesagt, so geht's für uns nicht. Die Schlüsse, die sich dann aber raus ergeben, die sind dann nicht ganz unwesentlich. Das heißt, man kommt dahin, ich muss den Radstand verlängern.
weil ich muss hier Platz schaffen, um einmal diese Säule zu verbreitern. Was auch wichtig ist, damit ich eben für die Rücksitzbank entsprechend Platz habe und den entsprechenden Sitzkomfort darstellen kann. Man sieht das auch hier, woher die Rücksitzwand nochmal deutlich nach außen gesetzt ist, damit ich eben genau diesen Platz und den Sitzkomfort für diese Rücksitzbank nicht reduziere. Also das heißt, wir müssen den Radstand hier verlängern, damit wir hier die Länge gewinnen, um das alles unterzubringen. Und dann warst du am Ende trotzdem noch hier, dass bei einem normalen G ungefähr der Überhang hier endet. Und das sah auch nicht aus. Ich erinnere mich noch daran, dass wir uns das angeschaut haben und irgendwie fehlte was. Wenn du heute schaust, ne, dann hat es satte Proportionen. Ich finde auch, du bist genau in diesem magischen 1/3, 2/3. Ja, knapp. Ne? Du bist genau in dem magischen 1/3, 2/3 Bereich von Ladefläche und zugehörigen Elementen zum Rest des Autos. Wenn das jetzt kürzer gewesen wäre, hätte es einfach nicht ausgesehen. Genau, und deshalb haben wir das auch noch mal ein bisschen länger gemacht. Das war jetzt sowieso relativ einfach möglich, weil wir sowieso die Ladefläche neu gemacht haben, die Konstruktion dann entsprechend gemacht haben. Aber das Thema Radstandsverlängerung zum Beispiel war schon eine Aufgabe dann. Ich finde aber auch, dass die Wertigkeit der Ladefläche und die Nutzbarkeit der Ladefläche dadurch natürlich massiv gewonnen hat. Wir sehen es ja jetzt hier mit der Ausstattung, mit dem Dachträger, den Zusatzkanistern und dem Reserverad. Da wäre nicht viel übergeblieben. Ja. Und so kann ich es natürlich deutlich besser nutzen. Natürlich habe ich mit dem Rig da drauf für den Reservekanister eine Einschränkung, aber das kann der Kunde ja entscheiden. Der eine Kunde sagt, ich muss unbedingt einen Reservekanister haben oder ich möchte ein Reserverad haben. Das entscheidet der Kunde. Wenn du das weglässt, hast du eine richtig große Ladefläche. Aber im Wesentlichen ging es auch hier einfach um die Proportion und die Stimmigkeit. Wir haben ja auch mit dem Survival jetzt wirklich die erste Version, die erste weitergehende Version mal vorgestellt, wo wir wirklich uns aufs Equipment, was mit dem Auto zusammenhängt. Ziemlich beeindruckendes Setup mit Dachträger wie der Superblack hier, Dachzelt auf dem Dach und zugehörigen System, um eben nachts auch reinzukrabbeln. Völlig andere Ausführung als der Superblack, aber total spannend, weil es natürlich ein vielseitiges Setup ist. Ich kann es für puren Offroad-Einsatz benutzen. Ich kann es zu einem coolen urbanen Pickup machen. Deshalb ja der Begriff, den wir gerne benutzen, Go Anywhere Pickup. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren, ich meine, die eine oder andere Idee besprechen wir ja gerade schon, nochmal verschiedene andere Setups rausbringen, mit dem wir das Auto hier maximal ausreizen. Lass uns mal auf die Felgen schauen. Die sind ja was Spezielles. Monoblock HD, ziemlich robustes Rad, komplett neues Brabus-Design, was wir extra für das Auto gemacht haben. Das ist natürlich jetzt kein Rad, was wir auch auf der S-Klasse oder irgendeinem anderen Auto sehen werden, sondern wir werden es wahrscheinlich immer nur auf der G-Klasse oder so speziellen Versionen wie dem XLP sehen. Das hat aber auch seinen Grund. Ja, also ich sag mal, das Rad ist wirklich für diese Offroad-Anwendung gedacht, hohe Radlast, sehr stimmiges und solider Auftritt. Eine Besonderheit bei der Monoblock HD in der XLP-Ausführung ist natürlich ganz klar zu sehen, ist die 8-Loch-Anbindung mit dem großen Lochkreis. Sehr speziell. Wir haben natürlich üblicherweise bei allen Standard-Gs und eigentlich dem ganzen Mercedes-Benz-Fahrzeugen standardmäßige 5-Loch-Anbindung mit einem deutlich kleineren Lochkreis. Eine kleine Besonderheit, weil es ja auch wieder ein Schmiederad ist, also geschmiedet aus vollen gefrästen Rad, sind so Details, dass wir zum Beispiel hier diesen Freistich eingesetzt haben. Ja, das heißt, diese Kontur ist nochmal nach hinten ausgearbeitet worden, relativ aufwendige Bearbeitung, weil ich muss natürlich mit dem Werkzeug dann dahinter in diesem hinteren Bereich fräsen und drehend bearbeiten. Hätte man weglassen können, einfach eine Faser reingemacht. Wollten wir nicht, weil es ja schon sehr dominant ist, nochmal ein bisschen zusammenführen wollten, trotzdem hier noch eine Leichtigkeit haben. Und dann kommt natürlich zwischendrin auch mal ein bisschen die Verspieltheit durch, wo wir sagen, wir müssen so ein paar Bearbeitungsschritte da reinbringen, wo man dann sieht. Um auch für jemanden, der sich wirklich mit Rädern beschäftigt und sich das auch im Detail anschaut, ein bisschen was Besonderes zu bieten. Genau, genau. Ganz interessante Variante, weil hier haben wir natürlich die 22 Zoll On-Road-Variante, also eher mit dem straßenorientierten Profil, wobei natürlich auch mit diesem Auto im Gelände noch viel möglich ist. Wir haben noch eine 20 Zoll Radreifenkombination, wirklich für den Heavy Offroad-Einsatz. Die hat eine Besonderheit, die hat eine sehr spezielle Bearbeitung des Felgenhamms in der Felge. Das heißt, da wo der Reifen mit der Innenkontur aufgenommen wird, da ist es nämlich so gestaltet, dass der Reifen entsprechende Abrutschsicherheit in der Felge hat, damit man ihn bei sehr niedrigen Luftdrücken betreiben kann. Also klassische Situation, Offroad-Fahren im Sand. Ist immer umso besser, je niedriger der Luftdruck ist, dann habe ich eine relativ große Aufstandsfläche des Reifens, um diesen niedrigen Luftdruck zu ermöglichen und nicht Gefahr zu laufen, dass der Reifen mir aufgrund des niedrigen Luftdrucks von der Felge springt, haben wir da eine spezielle Innenkontur in dieser 20 Zoll Felge gemacht. Und eine weitere Besonderheit, weil das kann man nämlich hier über die Radnabe darstellen, wir können den XLP auch ausrüsten mit einem Reifendruckregelsystem. Ich wollte gerade sagen, also das natürlich, wer sich mit Offroad-Fahrzeugen auskennt oder sie benutzt, der kommt immer irgendwann auf den Punkt,
Reifendruckregelsystem und das natürlich insbesondere in echter Offroad-Umgebung, egal ob Sand oder Matsch, ab einem gewissen Punkt einfach unverzichtbar. Ja. Kann man alles manuell machen, ist bei so einem Auto mit insgesamt 610.000 Euro Listenpreis wahrscheinlich der bessere Weg, das zu integrieren. Vor allem ist es über einen Rechner gesteuert, das heißt, ich habe ein Touchscreen in der Mittelkonsole, kann die gewünschten Luftdrücke einstellen, auch innerhalb von Systemgrenzen, wo wir immer sagen, also Mindestluftdruck brauche ich noch, und dann stellt ein entsprechender Kompressor mit einem sehr großen Luftspeicher die Drücke dann entsprechend um. Wichtiges Thema dabei ist zum Beispiel auch Sicherheit. Also das System warnt einen dann zum Beispiel auch, wenn der Luftdruck zu niedrig ist. Ich fahre zu schnell zum Beispiel dann, wenn ich Offroad auf die Straße will, kriege ich eine Warnung. Achtung, bitte den richtigen Luftdruck einstellen. Aber das ist sehr extrem. Also, aber es zeigt die verschiedenen Accessoires und ist auch deshalb für mich immer wieder, also ich schaue mir ja nicht nur immer die Fahrzeuge an, die wir entwickeln, sondern auch die Entwicklungsseite bzw. die Businessseite dahinter, wo wir natürlich Jahre vorher anfangen müssen, verschiedene Technologien auch zu entwickeln. Also als wir das Thema Kabelbäume, Steuergeräte, Buskompetenz und auch sogar Hardware. Natürlich bauen wir hier keine Displays im Sinne der eigentlichen Bildschirme, aber auch das Packaging der Hardware und das Anpassen auf unsere Bedürfnisse haben wir ja angefangen, uns mit zu beschäftigen. Vor bestimmt 7 oder 8 Jahren. Das war noch Viano damals. In der Folge natürlich V-Klasse und Sprinter-Projekte eigentlich die ersten waren, wo wir wirklich angefangen haben, auch den Bedarf zu haben, ich sag mal, wirklich gefühlt kilometerlang Kabelbäume im Auto zu verlegen, Bildschirme anzubinden, diverse Steuergeräte miteinander zu verknüpfen, die natürlich auch alle miteinander sprechen müssen und diese Systeme dann unter Umständen auch wieder zurück mit der Fahrzeugarchitektur zu verbauen und zu verknüpfen. Wir brauchen nicht unbedingt der Displayhersteller sein, aber wir müssen der sein, der die Software schreibt fürs Display, die Software schreibt für die speicherprogrammierten Schaltungen, die dann im CAN-Bus eingebunden sind und entsprechende Funktionalitäten umsetzen. Und das haben wir über die Jahre gemacht. Das ist natürlich auch, ich sag mal, muss ich jetzt ein kleines Plädoyer fürs Ruhrgebiet halten. Da kommt natürlich die Hochschuldichte im Ruhrgebiet uns immer gut zu tragen. Wir haben hier im Umkreis 5 Hochschulen, Universitäten, wirklich innerhalb vom Kreis von 25, 30 Kilometer. Das macht es natürlich ein bisschen unique, und da die richtigen Leute zu finden, die entsprechende, ich sag mal, Know-how haben, aber auch die Begeisterung haben, das ist natürlich dann ein Vorteil, weil wir aus einem sehr großen Pool schöpfen können. So, wir kommen mal vom Thema ab hier. Ja. Lass uns mal wieder das Auto anschauen. Cedric, ich glaube, wir brauchen einen Schlüssel. Hat er. Hat er. Hat er. Hat er schon. Okay, Hat dann er machen wir hier. auf. Ja. Wenn ich hier reinschaue, sehe ich schwarz. Ja. Zum Glück nur im positiven Sinne. Das war auch ein Thema rund um den, muss man ja auch mal ehrlich sagen, rund um den Launch. Haben wir immer mal wieder diskutiert, warum und wieso das erste Auto Silber war. Es war Rocket Silver, genau, also ein mattiertes Silber mit Flakes. Ja, viel Metall. Also sozusagen ein Halbglanz Metallic Lack. Wir haben den Launch damals mit dem Auto so gemacht, weil wir der Meinung waren, dass die Technologie und der Prozess, der hinter dem Auto steckt, schlicht und einfach am besten rüberkommt und man ihn am besten sehen kann, wenn das Auto nicht schwarz ist. Ja, es war auch so ein bisschen, ich gebe es gerne zu, eine gewisse Unsicherheit am Anfang, weil natürlich heute wissen wir, wie so ein Auto steht, wie der auch in Schwarz rüberkommt, wie der Auftritt ist. Das ist immer dieses Thema. In der CAD auf einer Schweißlehre im Aufbau hat man manchmal nicht so das gleiche Gefühl, wie das hinterher dann fertig ist. Und wir haben immer gesagt, du musst das Auto vom Weiten wahrnehmen und es muss ein richtiges Statement sein. Und dann ist natürlich immer so, nämlich eine helle Farbe, also ein Silber, der viele der Konturen zeigt, dann ist es auf jeden Fall gesichert. Ich muss trotzdem so ein bisschen lachen, weil wir natürlich auch, dann saßen wir nämlich zusammen oder standen alle vor dem Auto zum ersten Mal und haben uns zwar angeguckt und dachten so, ja, Brabus One Second Wow. Hat er, aber ist nicht schwarz. Ja. Wobei, ich muss zu unserer Ehrenrettung sagen, das zweite Auto, was ja direkt unabhängig davon in der Produktion hinterher kam, war ja dann direkt schwarz. Das war ja dann direkt schwarz, aber eben nicht das Launch-Auto. Ja, genau. Also es hat eine Sinnkrise ausgelöst bei uns. Ja. Und dann haben wir natürlich sofort angefangen, darüber nachzudenken und haben gesagt, okay, in 2021 wollten wir eine Edition nachlegen. Daraus ist jetzt Februar 2022 geworden. Und trotzdem haben wir es gemacht. Jetzt sitzen wir ja nicht in Bottrop am Schreibtisch und sagen, wir haben mal eine coole Idee und bauen ein schwarzes Auto. Sondern die Aufgabe war ja noch ein bisschen vielfältiger. Die war ja, wir machen schwarzes Auto, müssen dieses Auto aber im Interieur in vielen Details mit neuen Fertigungsverfahren, neuen Elementen maximal im Detail darstellen müssen. Heißt, back to the roots, schwarz, so wie seit 1977 eigentlich jedes Auto, Brabus-Style, aber mit 2022er Technologie, insbesondere was das Thema Interieur angeht. Was das bedeutet, finde ich, sieht man hier absolut perfekt.
2022er Technologie, keine Selbstverständlichkeit, beziehungsweise dahinter stecken Dutzende an Menschen, die sich Gedanken machen über so ein Design. Im Fall vom XLP stecken ja eine ganze Reihe neuer Verfahren da drin. Ich sage nur das Thema platzierte Perforation, Stick-Stepp-Kombination, Prägungen und Metalllogos zum Beispiel. Die Liste lässt sich sicherlich fortsetzen. Aber lass uns doch mal über die einzelnen Themen, die in dem Interieur, speziell beim Super Black, eigentlich die Wertigkeit ausmachen. Der Trick war ja, dass wir sagten, wir wollen ein Design schaffen, was zwar schwarz-schwarz ist, aber wenn du dann hinschaust, immer mehr zu entdecken bietet. Genau, und auch durchaus mal auf den zweiten oder dritten Blick irgendwelche Details hochkommen, die man im ersten Blick vielleicht gerade auch mal übersehen hat. Das fanden wir auch gar nicht schlimm. Wir haben so viel in diesem Auto gemacht, dass es wirklich manchmal schwer ist. Natürlich sieht man immer so die Gesamtwahrnehmung und sieht, okay, das ist hochwertig gemacht und aufwendig gemacht. Aber ich glaube, dass man hier auch mal nach einer Stunde, wo man sich das Auto angeguckt hat, noch ein Detail sieht, was man bis dahin übersehen hat. Und das macht es aus. Wie du richtig sagst, haben wir verschiedene Technologien, die da reinkommen. Ich würde gerne mit dem Thema anfangen, Sticken, Steppen, Perforieren, weil das ist absolut ein wichtiges Thema. Ich sehe häufig, wenn ich durch die Produktion laufe, sehe ich häufig das Thema Muschelraute, Seashell und eben auch häufig mit platzierter Perforation. Genau, das ist eigentlich mittlerweile schon quasi so ein Klassiker bei uns. Ist auch, ich sag mal, von den verschiedenen Mustern, die wir heute haben. Wir differenzieren ja immer die Steppung zwischen nicht platzierter und platzierter Perforation. Und die Seashell ist eigentlich unser erstes Muster, was wir damals mit der platzierten Perforation gemacht haben. Und er hat natürlich auch, weil es ein bisschen kleiner ist in den Mustern. Also die einzelnen, gerade die Muscheln, die einzelnen Segmente sind relativ klein, haben viele Details, kommt natürlich dann auf kleinen Flächen wie hier zum Beispiel auch trotzdem noch gut rüber. Ne? Wenn ich ein großteiliges Muster habe, dann ist natürlich auf so einer kleinen Fläche geht's schnell verloren, aber hier geht's noch gut. Also absoluter Klassiker bei uns, aber nach wie vor unheimlich exklusiv und edel in der Aufnahme. Wenn wir uns anschauen, was bedeutet das eigentlich alles, dann heißt das Muschelraute, tolles Stickmuster mit platzierter Perforation, heißt in dem Fall innerhalb der einzelnen Elemente ist es gelochtes Leder. Und wenn man dann nochmal genauer hinschauen will, entdeckt man auch, dass die Lochung, was ja auch wieder technisch nicht ganz so trivial umsetzbar ist, auch noch abgestuft groß ist. Im unteren Teil der Türtafel haben wir unser 77-Pattern. Ein Prägepattern, auch in schwarz-schwarz. Deshalb finde ich, wirkt die Tür insgesamt auch noch sehr ruhig und nicht überladen. Hätten wir hier eine andere Farbkombination gewählt, wäre uns das Design sicherlich irgendwann um die Ohren geflogen. Prägeverfahren, auch ein Thema, über das sich lohnt zu reden. Und wir haben natürlich hier auch Carbon mit drin, das natürlich auch in dem Auto hier eine große Rolle spielt. Aber lass uns mal... und noch, ich ergänze das Thema Lasur. Und natürlich auch das Thema Shadow Chrome, also auch alle Schalterelemente, alle Metallelemente im Fahrzeug hier in Shadow Chrome. Und, haben wir sogar noch vergessen, Thema mehr. Das ist genau, aber das ist exakt das, was passiert. Ja, du schaust hin und wir selber kriegen es nicht mehr auf die Reihe, alle Ebenen aufzuzählen. Aber das ist genau das, was wir natürlich in den letzten 3 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Diskussionen wir darüber hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen mehr Tiefe in die Interieurs bringen. Weil wir merken, dass Individualität im Interieur ein Riesenthema ist, an dem viele Menschen unheimlich Spaß haben uns insbesondere natürlich von der Mode inspirieren lassen. Eigentlich weniger von anderen Autoherstellern, weil wir natürlich zum Beispiel seit 20 Jahren mit Smart gemeinsam arbeiten und sicherlich in den 20 Jahren im OEM-Umfeld eins der, vielleicht sogar das tiefgehendste Individualisierungsprogramm aufgebaut haben, was es in der Industrie gab. Heute gibt es ein paar andere Player, die das natürlich auch machen. Aber in 2001, als wir das angefangen haben, war Stillhut der See, da war keiner. Das hier ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil es wirklich um die Stückzahl 1 geht. Und auch ganz viele prozessuale Gründe darum sprechen, warum es gar nicht um mehr Stückzahl als die 1 oder warum es nur um minimal mehr als die Stückzahl 1 gehen kann. Ja, 2, 3, vielleicht 5. Ansonsten ist so ein Auto immer individuell und das zeigt sich immer in der Vielzahl der Elemente. Platzierte Perforation. Wie geht's? Es gibt entsprechende Maschinen dafür. Wir haben eine Maschine, da gehen 8 Nadeln drauf mit unterschiedlichen Lochdurchmessern. Deshalb haben wir auch die verschiedenen Lochgrößen in der platzierten Perforation. Und jedes Loch wird durch eine Lochnadel einzeln gestochen. Das ist der erste Arbeitsschritt. Das heißt, man nimmt wir nennen es immer Platine, also eigentlich eine Fläche Leder. Die wird in einen Spannrahmen gesetzt. Dann werden diese Löcher gepuncht, eingestanzt mit diesen Lochnadeln. Das ist der erste Arbeitsschritt. Dann wird der Rahmen geöffnet. Dann kommt das Kaschiermaterial darunter. Wir haben ja auch die Varianten, dass wir das mit farbigen Stoff darunter haben wir auch noch nicht erwähnt. Ja, also in der Tiefe auch nochmal Schichten zu schaffen, ist ein Thema, was wir natürlich jetzt hier, das wäre dann mit schwarzer Unterlegung unter schwarzem Leder auch ziemlich sinnlos. Genau. Und dann wird der Rahmen wieder geschlossen und dann kommt in der gleichen Maschine, in der gleichen Aufspannung, das ist nämlich der ganz entscheidende Punkt, wird dann das Steppmuster
genäht. Die Schwierigkeit dabei ist zum einen die ganzen Themen Verzug. Wenn ich punsche, habe ich Verzug. Wenn ich nähe, kennen wir selber alle, wie dann das Stoff dann wegläuft und Leder läuft genauso weg. Und das sind Sachen, die dann entsprechend über sehr aufwendige Simulationen und Abfolgen der Nähreihenfolge. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so eine Muschelraute nähe, dann gehe ich nicht einfach hin und nähe von unten nach oben, sondern ich mache immer so abwechselnd. Das heißt, ich nähe unten eine Bahn, nähe dann oben eine Bahn, dann nähe ich mittig eine Bahn und so kriege ich das Thema Verzug Ich finde es spannend, ich finde es ganz spannend, das zu sehen, wenn man sich in der Produktion die Maschinen anschaut, mit denen wir das dann umsetzen. Weil ich grundsätzlich, wenn ich mit Besuchern hier durchs Werk laufe, häufig die Frage bekomme, warum näht denn die Maschine so komisch? Weil als Mensch, sagst du schon richtig, würde man wahrscheinlich eine Reihe nach der anderen machen. So wie du schreibst quasi. So wie wir schreiben, genau. Und erstmal ist das natürlich, ich sag mal, mathematisch optimiert, rechnergesteuert, genäht und dann kommt eben der Verzug des Materials dazu. Wobei auch klar ist, wir können das natürlich nicht nur mit Leder machen. Jetzt ist es hier Leder, aber wir können es natürlich genauso mit ich sag mal, Materialien wie Dynamika, mit Stoffen, mit Alcantara, mit allen möglichen anderen Barbus Marine. Materialien. Genau. Oder eben ja genau zum Beispiel wetterfeste Stoffe mit Nahtmustern, weil wir natürlich außen auf den Booten kein Leder einsetzen können. Das würde uns da schlicht und einfach kaputt gehen. Nächste Technik. Prägen. Finde ich, macht das Auto besonders. Die Prägen ist ja immer eine Kombination aus Temperatur, Druck, Zeit. Dass die Prägung korrekt ist, also da ist, wo sie ist, nicht verzogen ist, dass man sie klar erkennen kann, dass man sie auch über die Fläche klar erkennen kann. Dass sie gleichmäßig ist. Dass sie gleichmäßig ist, die Radien okay sind, die Flächen okay sind, die Abbildungen okay sind. Dass es am Ende im Gesamtkunstwerk, also im gesamten Fahrzeug, gleichermaßen Spaß macht. Beim Prägen haben wir relativ schnell festgestellt, dass es die geeigneten Fertigungsverfahren für das, was wir uns vorstellen, nicht gibt. Natürlich gibt es Prägemaschinen und es gibt entsprechende Walzenprägen, Plattenprägen, da gibt es viel. Aber alles eben aus diesem Bereich Mode, Lederaccessoires, Handtaschen, Reisegepäck und so weiter. Aber gerade das Thema Taschen, wie groß ist eine Tasche und wie groß ist ein Dachhimmel bei einem Auto oder eine Türverkleidung beim Auto? Generell, wir haben einmal unser 77-Muster, das ja deshalb so aussieht, wie es aussieht, weil es eine umgedrehte 77 abbildet in Verbindung mit dem Markenlogo oder mit dem Markenschriftzug. Der ist, by the way, so klein, dass ich die 5. oder 6. Stunde in einem Beispiel brauche, bis ich es irgendwann entdecke. Und hat mich mit am meisten fasziniert. In dem 77er-Logo verstecken sich ja 2 Referenzen an unsere Markengeschichte. Ich finde, es war wichtig, nicht einfach nur den nächsten Logoteppich zu designen. Ja, wir kennen es, jeder von uns hat es x-fach gesehen in der Mode und inzwischen auch in vielen anderen Bereichen. Werden flächige Logos viel eingesetzt und deshalb haben wir uns hier die Frage gestellt, welche Markenelemente aus unserer Vergangenheit können wir denn wirklich einsetzen. In diesem Symbol der umgedrehten 77 steckt einmal drin natürlich, ich meine, das ist das Offensichtliche, die historische Referenz, Brabus Gründungsjahr 2077. Gründungsjahr von Brabus 1977. Und zum Zweiten, was ich finde, was das Pattern für mich besonders spannend macht, auch die geografische Referenz. Denn wir kommen aus Nordrhein-Westfalen in Deutschland, aus dem Ruhrgebiet. Und im Ruhrgebiet stehen viele Fördertürme. Heute noch, auch wenn die Zechen inzwischen auch hier in Bottrop alle geschlossen sind. Und auch das ist die klare Intention bei dem Muster gewesen. Wird natürlich auch viele andere geben. Wir haben auch schon andere Muster im Einsatz. Kommen auch jetzt Autos schon mit neuen Mustern und Details. Das ist jetzt ein erster Schritt gewesen. Aber ja, da wird es unterschiedliche Muster geben, die aber, ich sag mal, immer diese feinen Details haben wird. Ja. Ein Riesenthema ist ja halt hier wirklich das Brabus da drin, weil ich sag mal, wenn du hier so ein Brabus drin hast, das geschätzt 4 mm hoch ist, musst du das bearbeiten mit einem 1 mm Fräser. Jetzt fräs mal so eine große Platte mit einem 1 mm Fräser. Da stehst du vor der Fräsmaschine, guckst da rein und fragst dich, fräst sie oder ist der Fräser schon abgebrochen mit 1 mm? Und dann hast du ja auf so einer Platte, keine Ahnung, 70 Brabus. Jetzt ist aber ja, weil der Anspruch immer da war, dass das Brabus genau die gleichen Größenverhältnisse wie die 77 hast du natürlich im Brabus-Schriftzug, der eine Gesamthöhe von geschätzt im Moment 4 mm hat. 4 mm Schriftzug frei zu arbeiten, das B innen noch, aus dem B die Innereien rauszufräsen, brauchst du halt einen 1,5 mm Fräser. Das ist halt wie so eine kleine, bessere Stecknadel als Fräser. Die geht Highspeed durch das Material mit Kühlmittel und allem und irgendwann bricht der einfach ab, weil so ein 1 mm, 1,5 mm Fräser, irgendwann kriegt er mal einen Span
trifft der schlecht, der wegfliegt und dann ist der weg. Und dann guckst du halt immer in diese Fräsmaschine rein und fragst dich, ist der Fräser noch da oder nicht? Ja, genau. Weil der kann ja auch nicht so richtig Spänefliegen abnehmen, weil er ja so fein und klein ist, dass der halt noch immer, oder fliegt er schon? ja, ob der das kann. Und das ist halt dann auch zum Beispiel das Thema, was dann Bearbeitungszeit macht. Also der fräst ja jeden kleinen Radius, fräst du dann mit einem 1 mm Fräser. Und dann bist du auf einmal bei so einer Platte, die ja auch eine Größe hat, weil wir haben es ja oben zum Beispiel auch im Dachhimmel den Streifen gemacht. So, und dann brauchst du eine bestimmte Plattengröße. Und dann fräst der 70 Stunden vor sich hin. Du musst den Weg finden, das halt umzusetzen. Wie mache ich es? So, dann hast du diese Platte gefräst. So. Dann gehst du zu einem Standard-Prägebetrieb, die so hydraulische Presse haben. Da hast du die Platte, Leder rein, Platte drauf, Hydraulikstempel runter. Es gibt ja übrigens auch den Witz, ne, dass der Jörn immer sagt zum Praktikanten, ja, neue Prägeplatte ist da, geh mal hochholen. Wir reden jetzt ja über normales Prägeverfahren. Nicht ein paar Dinge, an denen wir im Moment arbeiten, sondern einfach ein normales Prägeverfahren. Ist am Ende eine Prägeplatte von, ich würde mal jetzt mal, ich habe die genauen Maße nicht im Kopf, ich würde mal sagen ungefähr 60, 70 mal 50. Ja, so 800 mal 70, ganz genau weiß ich gar nicht, auch so nicht. Zentimeter mit 2 Millimeter. Und das ist ein Riesenviech. Ja, die und ist wie auch scharfkantig und wiegt so knapp 100 Kilo. Der Praktikant hat nicht den Hauch einer Chance. Und das muss natürlich dann maschinell eben mit dem richtigen Druck, die richtige Zeit lang auf die richtige Fläche aufgebracht werden, die wir dann auch benutzen können, um zum Beispiel daraus einen Autositz oder eine Sitzwange in dem Fall jetzt hier zu machen. So. Ja, aber das ist aber genau wieder dieses Detail. Dann gehst du auf eine Standardprägemaschine. Die hat dann unglaubliche 4 Tonnen. Das ist ja mal für Erwachsene. Drückst da drauf über diese große Fläche. Ja, und wie du richtig sagst, Druck, Temperatur und Zeit macht Prägen. Aber Druck bedeutet ja der Flächenpressung in dieser 77 oder in diesen 4 mm Brabus. Und dann merkst du auf einmal über diese Fläche 4 Tonnen entsprechend gleich verteilt. Wir wissen ja alle, wenn wir über einen zugefrorenen See laufen, was wir nicht machen sollten, und es fängt an zu knacken, soll man sich idealerweise flach hinlegen. Genau. Sein Gewicht verteilen. Du machst das natürlich auch so. Du verteilst diese 4 Tonnen über eine Riesenfläche mit dem Ergebnis, dass von den 4 Tonnen nichts mehr ankommt. Und wir haben damals wirklich das erste Mal runtergeprägt, 4 Tonnen, Prägevorrichtung fährt auseinander. Nichts. Ja, also konnte man so erahnen, da ist was. Mehr Druck? Ja, mehr Druck geht nicht. Ja, wie mehr Druck geht nicht? Ja, wir brauchen mehr Druck. Ja, mehr Druck kann diese Standardprägemaschine nicht. Dann haben wir das alles wieder eingerollt, was wir vorbereitet haben. Was Neues ausgedacht. Haben die Platte mit seinen 100 Kilo unter dem Arm geklemmt und haben uns getrollt, weil wir gesagt haben, okay, da müssen wir eine andere Idee haben. Ja. Die gab es dann auch, weil wir haben ja wirklich ein gutes Netzwerk und nette Lieferanten und gute Lieferanten, die uns helfen. Jetzt haben wir eine vernünftige Prägemaschine mit richtig Druck. Ja. Das haben wir 130 Tonnen übrigens. 4 Prägen. Auch eine Frage, die ich häufig bekomme, wenn Gäste hier sind, ist immer, was ist denn unter den Fußmatten? Und die Antwort ist natürlich Leder. Also es gibt keine B-Flächen. Ja. Es gibt keine B-Flächen in unseren Masterpiece-Interieurs. Es ist entweder alles gemacht oder es ist kein Brabus Masterpiece. Erkennbar ist das Thema Masterpiece, finde ich, durch die sehr gut gelungene Plakette in der Sitzmitte, die wir jetzt hier auch auf den Fußmatten unten nochmal übernommen haben. Und natürlich auch hinten am Auto immer durch den Brabus-Schriftzug mit der speziellen farblich abgesetzten Umrandung. Jetzt ist er hier natürlich weiß, weil das Einzige, was am Super Black nicht Super Black sind die Plaketten. Und das einfache Prinzip dahinter ist immer, wenn ich einen Brabus-Schriftzug habe mit einer Umrandung drum, ist es ein spezielles Auto und ein Masterpiece. Lass uns mal über das Material an sich sprechen. Kohlefaser ist ja im Auto eigentlich, solange ich denken kann, schon ein Thema. Wir haben es ja hier am Lenkrad, in der Mittelkonsole, rund um den Screen vom MBUX, in den Türen, überall im Auto verbaut und natürlich auch sogar oben an den Haltegriffen. Ich finde es visuell weiterhin super spannend. Ich würde, wenn ich jetzt frei ein Auto ausstatten kann, nie ein Auto wählen ohne Kohlefaser. Es ist reflektiert toll, es hat eine tolle Wirkung als Material. Es hat immer einen sportlichen Charakter, so wie du gerade gesagt hast. Ich finde persönlich auch, es fühlt sich einfach
super an. Wir haben ja immer schon mal so zwischendrin geschmunzelt, haben gesagt, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Trend weg vom Carbon. Gar Ja, ganz im Gegenteil. Nee, ganz im Gegenteil. Und es passt natürlich jetzt auch hier wieder mit dem schwarzen Leder, mit dem gesamten Schwarzeindruck, mit den lasierten Bauteilen, mit den beschichteten Luftdüsen hier, auch mit Bravo-Schriftzug. In sich ganz stimmig, das Leder, Carbon, Schriftzüge. Besser geht's gar nicht. Also die farbliche Anpassung der Metallteile zusammen mit dem Leder machen ja hier erst den Effekt. Und ich finde auch nicht nur hier, sondern wenn du dir andere, ich sage jetzt mal, deutlich farblichere Interieurs anschaust, wie zum Beispiel das vom ILE-basierten Brabus 900 Rocket Edition mit Grau und Rot. Meiner Meinung nach eins der absolut sensationellsten Interieurs, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Völlig anderes Thema als hier. Sehr progressiv, sehr deutlich farbig, aber auch da wirklich gut und vor allem über die roten Metallteile. Ja, weil es einfach so ein Eye-Catcher dann war. Ist natürlich klar, wenn man sagt Rot, Grau kombiniert, das war sehr frech an dem Auto, sehr progressiv, aber war in sich dann wieder stimmig. Und hier mit den dunklen Tönen, mit dem Schwarz, mit dem Shadow-Chrom, genau eben in diesem Thema Masterpiece Super Black geblieben. Also ich finde es absolut stimmig. Es würde nicht passen, wenn die Schalter silber wären. Er ist von innen hier genauso Super Black, genauso böse wie von draußen. Wie viele Teile modifizieren wir hier insgesamt in so einem Innenraum? Alles. Kohlefaser, Shadow Chrome, Leder, Dynamica und alles, was so dazugehört. Das ist eine gute Frage. Plaketten, Metallteile, Ja. Also, Labels. Ich weiß, dass wir bei rund 260 Bauteilen nur das Thema Shadow Chrome sind bei so einem G. GLS Maybach sind ja so 350 Teile, ne? Also noch mal 390, sogar noch mal viel mehr. Ja, dann kommen die Carbon-Bauteile, da weiß ich auch so ein Kit, ich glaube das große Paket wie hier ist, glaube ich, um die 20 Teile. Ja, da werden dann bestimmt 500 Teile sein in der Summe, mit allem. Türgriffe, Plaketten, die ganzen Lederbezüge, die kaschierten Flächen, ja locker. Ich erinnere mich an die Situation, wo wir mit Jean-Pierre Krämer um die Autos, also hier auch ums Auto gelaufen sind. Und er, ich finde, was ganz Spannendes gesagt hat, nämlich, dass eigentlich genau das den Unterschied ausmacht zwischen dem, was wir heute in Brabus Masterpiece nennen und vielen, vielen anderen Fahrzeugmodifikationen. Ich meine, jetzt du und ich kennen natürlich genau den Aufwand, den wir betreiben, um das alles zu tun. Das ist ja alles neu. Das ist auch gut so. Kleines Detail. Genau. Schönes Detail, was wir natürlich zum allerersten Mal überhaupt, finde ich, seit Beginn der Kooperation hier im Auto haben, ist der XLP Super Black, das allererste Auto ist, was wir mit einer Panerai-Uhr ausstatten. Ja, so schönes Detail. Ich finde es richtig, richtig schön. Standard, Ziffernblatt, angelehnt an die Luminor. Klar, ist das hier kein Uhrwerk, sondern CAN-Bus gesteuerte Uhr, also moderne Fahrzeugarchitektur. Aber das Thema Ziffernblattgestaltung haben wir wirklich eng mit der Entwicklungsabteilung von Panerai gemacht und war eine schöne Geschichte, auch toll in der Zusammenarbeit das zu machen. Darf ich was verraten? Ja. Es wird auch eine weiße Variante geben. Oh, meine Güte. Ich bin so überrascht. Ich kann gar nicht. Interessant. Das ist, gut, wobei, ja, interessant. Ne? Wobei das ja wirklich hier das einzige am Super Black ist, was nicht Super Black ist, also nicht schwarz oder weiß. Aber ich finde es erstaunlich gut. Auch vor 20 Jahren schon, ich setze mich in ein Auto rein und dann mache ich die Augen zu und dann fange ich an, Dinge anzufassen. Oder mir die Geräusche anzuhören, die so die Materialien machen. Und das ist nicht nur visuell, finde ich das Auto hier unfassbar, sondern auch genau im Hinblick auf die Haptik des gesamten Fahrzeuginnenraums. Egal, wo du hinfährst und egal, wo du hinschaust, muss stimmen bei einem Produkt. Das Auto hat die komplette Antiplastikkur durchgemacht und ist von innen eine einzige A-Fläche. Ja, weil wir wirklich jedes Bauteil ja mit Leder kaschiert haben, abgebracht haben. Dann ist natürlich gerade dieses Leder in seiner Haptik unheimlich präsent, weil es diesen Fettgriff, ist jetzt nicht so ein schönes Wort, aber es hat ja diesen weichen, satten Leder-Touch, also wirklich sehr weich. Und egal, wo ich hinfasse, habe ich halt diesen Eindruck und das macht es dann aus. Der Super Black hat etwas, was bisher kein anderer XLP hatte, nämlich eine ganz besondere Auspuffanlage. Die Auspuffanlage vom 900 Rocket
basierend auf dem G, nämlich mit der beleuchteten Carbon-End-Blende. Das ist ein Welcome-Szenario, das heißt, sobald ich mit dem Auto näher das aufschließe, geht das an, hat diesen schönen Wow-Effekt. Genauso. Genau, fahre ich los, geht es dann wieder aus, um eben entsprechend TÜV-konform zu sein. Genau, die Aufwendigkeit dabei ist eben die thermische Isolierung der Leuchtelemente, weil am Ende ist immer noch eine Auspuffanlage, das heißt, heißes Abgas kommt hier raus. Wir haben sehr spezielle LEDs dafür, Hochtemperatur-LEDs, aber trotzdem können wir die nicht ohne weiteres mit Abgastemperaturen beaufschlagen. Deshalb ist das thermisch entkoppelt. Deshalb auch hier diese Doppelwandigkeit und diese doppelte Gestaltung der Rohre, die eben verhindern, dass der Temperatureintrag einmal auf das Carbon, aber auch im Wesentlichen auf die LED-Leuchtelemente nicht so hoch wird. Sehr aufwendiges, sehr schönes Feature. Und Resultat ist, ich finde, es sieht einfach super fett aus. Tolles, neues Auspuffdesign. Ja. Wir haben ja bereits für den AMG GT eine Auspuffanlage entwickelt in unserem Programm, der das Thema Carbon-Elemente aufnimmt und dann in der Folge auch für mehrere andere Modelle das Thema quasi weitergespielt, mit verschiedenen Materialabstufungen zu arbeiten. Ich finde aber insbesondere die Integration der ID Startup Glow, die ja nicht nur hier eine Rolle spielt, sondern beim Rocket Edition auch vorne im Kühlergrill, finde ich sensationell. Und wenn ich die Wahl hätte, ob ich die Abgasanlage kaufe bei so einem Modell oder die normale, weiß ich sofort, welche ich nehmen würde. Viel. Ja, aber beim Masterpiece, also beim Masterpiece Super Black ist hier immer Masterpiece Super Black Edition ist sowieso mit dabei. Genau. Aber super Feature und wie du sagst, wenn ich es ausschließe, kommt zum Auto, bam, rot, ist eigentlich alles erklärt. Nicht ganz unwichtig, Auspuff ist ein Auspuff, das heißt, hier hängt natürlich auch noch ein adäquater Motor dran. Genau. Das Herz vom Brabus XLP 800. Schönes Herz. Ja. Und vor allem auch ein starkes. Ja, sehr starkes. Also V8-Motor, Basis ist die Motorisierung aus dem G63. Also 4 Liter AMG. 4 Liter AMG V8 mit entsprechenden Modifikationen. Jetzt hier in der Gesamtleistung auf 800 PS leistungsgesteigert. Ist natürlich die 800 PS sind natürlich immer so, das ist, finde ich, immer die Eintrittskarte, die Visitenkarte von so einem Auto. Auch das spielt heute immer noch eine Rolle, wenn du dir so ein Auto kaufst. Eigentlich wollen viele von unseren Kunden ja aber ein ganz bestimmtes Fahrgefühl. Nämlich die Kraft von unten raus, also das Drehmoment, also diese Bulligkeit, die ein Antrieb einfach haben muss. Ich zum Beispiel möchte gar nicht, dass der runterschaltet, wenn ich wegbeschleunige. Weil das Auto, der Antrieb muss so viel Kraft haben, dass er auch im hohen Gang einfach mal vernünftig Fahrt aufnimmt. Ich sehe schon, wir haben schon wieder eine Menge Tech Talks im Vorlauf. Alleine mal so die Diskussion untertouriges versus hochtouriges Fahren. Oh, herrlich. Da geht die nächste halbe Stunde drauf. Ich bin bekennender Fahrer im Sportprogramm C. Sportprogramm C, ganz wichtig. Dass der Jürgen Gander auf S Plus schaltet. Das ist der JG-Modus quasi. Wirst du nie erleben, weil runterschalten ist uncool. Das Ding, du darfst nicht runterschalten. Das Ding muss so viel Saft auf der Kette haben, dass du einfach im hohen Kant wegfährst. Ja, und alles andere geht halt nicht. Fertig. Also das, okay, merke ich mir. Wobei, das ist auch eine spannende Frage. Wie fährst du so einen Motor untertourig und wie also ich habe so das Gefühl, wenn du mal einen Sportwagen italienischer Machart fährst, das ja nicht überall so ist. Aber ganz viele Autofahrer sich heute an wirklich ein untertouriges Fahren gewöhnt haben, was ja überhaupt nicht normal ist. Das ist heute normal. War über viele Jahre in der Automobilhistorie überhaupt nicht normal. Nee, da war die Sportlichkeit, Überdrehwilligkeit. Ja, oder die Gesundheit auch so, die Gesundheit des Motors auch. Ja, ne? Das war also mitnichten immer so, dass du dann mit 1500 Umdrehungen wie hier entspannt durch die Gegend cruisen konntest, sondern viele Autos, brauchten die Drehzahl. Die ein bisschen Drehzahl gebraucht haben. Das Herz des XLP, genau wie das Herz natürlich des normalen Brabus 800, ist ja, wie der Name schon sagt, ein deutlich stärkeres, ein bisschen gewachseneres Herz im Verhältnis zur normalen Basis, also dem 4 Liter V8. Da hat sich ein bisschen was geändert. Also es ist eine Kombination verschiedenster Maßnahmen, die wir an dem Motor durchführen, um auf die Leistungssteigerung zu kommen. Da gehören viele Kleinigkeiten dazu, viele Details, die es dann aufwendig machen. Ich möchte halt mehr Luft mit mehr Benzin in diesem gegebenen Hubraum verbrennen und darüber ergibt sich die Leistungssteigerung. Wesentlicher Teil der Leistungssteigerung sind natürlich die massiv modifizierten Turbolader. Das heißt, wir haben geänderte Verdichterseite, das heißt die Seite, die die Luft in den Motor pumpt, ist vergrößert, neu gestaltet. Auf der anderen Seite muss die Mehrluft, die in den Motor reingeht, natürlich auch wieder raus. Das heißt dann die heiße Seite, die Turbinenseite des Turboladers auch entsprechend modifiziert, dass wir den sogenannten P3, das ist der Abgasgegendruck vor Turbine, runterkriegen, obwohl wir ihn eigentlich nach oben treiben mit der Mehrleistung. Also da gibt es eine
entsprechende Modifikationen beider Seiten, um das höhere Luftvolumen reinzugeben. Ja. Dann jetzt kommt der Technik-Nerd wieder so ein bisschen um die Ecke, sorry dafür. Wenn du eine Luftpumpe hast, und das ist ein Turbolader im Grunde, hast du ja axiale Kräfte, also die auf diese Axialwelle, auf die Welle wirken in Richtung der Welle. Sogenannte Axialkräfte. Und die werden erhöht. Wenn du mehr Druck reingibst, gibst du mehr Scherkräfte rein. Und deshalb müssen wir uns zum Beispiel auch ganz intensiv mit der Lagerung des Turboladers und zum Beispiel mit diesen Axiallagerungen beschäftigen. Die muss mit entsprechend Öl versorgt werden, die muss entsprechend stabil sein, um diese Kräfte aufzunehmen. Und auch das ist ein wesentlicher Teil der Modifikation an diesen Bauteilen, weil wir können die Mehrleistung machen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich aber auch sicherstellen, dass die Mehrleistung nachhaltig und entsprechend langlebig da ist. Und keiner unserer Kunden will zu Recht akzeptieren, dass er nach ein paar tausend oder ein paar 10.000 Kilometern ein Problem mit den Turboladern kriegt oder anderen Bauteilen am Motor. Deshalb müssen wir uns auch mit diesem Detail beschäftigen, um sicherzustellen, dass der Kunde keine Einschränkungen bezüglich Langlebigkeit und Kilometerlaufleistung seines Fahrzeugs respektive Motors hat. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch gesetzliche Regelungen rein, Emissionsverhalten, müssen wir uns dran halten. Euro 6D ist die Hürde, über die wir springen müssen, und aber auch das Thema Service, dass so ein Auto, wie gesagt, einmal maximal im Jahr zum Service muss. Also ich glaube, wir können das Fazit ziehen, man muss den Motor ein bisschen verstehen, um dann so eine Leistungssteigerung abbilden zu können. Wir haben ja auch einen halbfertigen XLP hier, um uns mal anzuschauen, wie das alles aussieht, wenn man die Technik viel besser sehen kann. Grundsätzlich kann man ja, glaube ich, mal sagen, alles, was grau ist, ist neu. Genau, oder modifiziert. Also wir haben an der Hinterachse, die Vorderachse gucken wir uns gleich nochmal gesondert an, da ist noch deutlich mehr modifiziert und neu auch. Aber in der Hinterachse kann man eigentlich nochmal sehr schön das Prinzip der Portalachse sehen. Wir hatten ja vorhin mal beschrieben, dass sie eigentlich ein Portal aufbaut, also Seitenstreben, Oberzug. Und das sieht man hier an der Seite wirklich sehr gut. Hier ist die Radmitte, sozusagen die Mitte des Rades. Und hier oben, dann auf der Achsmitte, ist diese Achsmitte. Und diese Differenz dazu, die wir mit einem entsprechenden Getriebe überbrücken, ist halt sozusagen die eine Seite des Portals. Dann geht der Oberzug hier rüber und hier geht es dann wieder runter. Und durch diesen Offset zwischen der Achsmitte und der Radnabenmitte bekomme ich in diesem Bereich den entsprechenden Freigang, der dann die Gängigkeit ausmacht und natürlich das Auto anhebt. Ne? Man sieht hier noch so Details wie diese Unterzüge. Das sind Verstärkungen, die eingebracht werden, damit eben auch für die höhere Achslast des Autos diese Achse entsprechend versteift ist. Außerdem stützt hier auch nochmal das Portal hier seitlich ab, so dass wir da eine entsprechende Kraftverteilung haben. Ich finde, wenn wir jetzt schon die Portalachsen anschauen, sieht man ein schönes anderes Detail, nämlich elektronisch regelbares Dämpfersystem. Ja, ganz wichtig fürs Fahrverhalten. Ziemlich Offroad, genau, und damit es gut fährt. Elektronische Dämpfkraftverstellung ist ein ganz wichtiges Thema. Haben wir hier an diesem Dämpfer oder an allen 4 Dämpfern. Das heißt, ich habe ja hier mit diesem Auto ein sehr breites Nutzungsprofil. Ja. Ich fahre Offroad extrem. Ich kann aber auch oder will ja auch auf der Straße damit fahren. Ja, aber meistens hat ja jeder, der so ein Auto fährt, eine Nutzungsart, die er meistens hat, und manchmal will er dann was anderes machen. Genau, aber nochmal, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass ich auf der Straße zum Offroad-Einsatz fahre, dann Offroad fahre und deshalb ja, ne? Meistens zum Beispiel auf der Straße hin und her, aber wenn du dann Offroad fährst, willst du womöglicherweise ein anderes Setup. Genau, und das kannst du hiermit ermöglichen. Das heißt, wir haben hier entsprechende elektrische sogenannte Proportionalventile. Einmal sieht man hier das R und einmal das C auf diesem jeweiligen Ventil. C steht für Compression, R steht für Rebound. Compression ist halt die Einfederbewegung des Fahrwerks. Das heißt, über dieses Ventil wird die ganze Kämpferkennlinie Dämpfkraft bei der Einfederbewegung gesteuert und bei dem R für Rebound, das ist die Ausfederbewegung, entsprechend die Dämpfungskräfte für die Ausfederbewegung. Wie passiert das? Diese Ventile, wie gesagt, sogenannte Proportionalventile, steuern entsprechend über die Stromstärke, die hier anliegt, den Ölfluss durch das jeweilige Ventil, und somit können wir dann unabhängig voneinander Zug, Druckstufe, also Einfeder-, Ausfederbewegung, die Dämpfkraft regulieren und können sie vor allem auch druckabhängig regulieren, das heißt über verschiedene Beschleunigungen, also das heißt, wie schnell ist die Bewegung des Rades und so weiter. So, wir erklären das jetzt an einem Rad, aber sicherlich ist ja der einzelne Dämpfer nicht relevant, sondern eigentlich das Zusammenspiel aller Dämpfer. Das heißt, das Beschleunigungs- und Bremsverhalten wird ja entscheidend und damit auch die entsprechenden Kräfte, die auf das Fahrzeug wirken, durch die Dämpfer und das Setup beeinflusst.
Ja, und entsprechend eben abgefedert oder auch eben nicht abgefedert. Es ist so, wir haben entsprechende Sensorik am Auto. Das sind einmal Federwegsensoren. Das heißt, wir kennen die Radlage von jedem Rad und können darüber reden. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch an dem Auto, an den entsprechenden Bogen sogenannte Beschleunigungssensoren. Das heißt, wir messen die Radbewegung über die Höhensensoren und auf der anderen Seite die Chassisbeschleunigung, also die Beschleunigung, die auf den Aufbau wirken. Und das zusammen mit Regelparametern. Wie schnell fahre ich überhaupt? Genau. Wie lenke ich gerade? Und vor allem zum Beispiel auch, wie schnell lenke ich? Also auch eine Lenkgeschwindigkeit ist auch noch drin. Ergeben sich dann entsprechend Parameter, die im Steuergerät verarbeitet werden und dementsprechend die Dämpfkraft steuern. Lass uns doch mal die Verlängerung angucken. Ja. Das Auto ist ja insgesamt 72 Zentimeter länger. Genau. Davon haben wir ja vorhin schon am Superblack gezeigt, ist ja ein Teil optische Verlängerung hinten der Ladefläche und dann wirklich der andere Teil Verlängerung des Rahmens. Genau. Von den 72 Zentimeter sind 50 Zentimeter die Radstandsverlängerung, also die Verlängerung, die wir am Rahmen haben. Wo und wie wird das sichtbar jetzt hier in dem produktionsbefindlichen Fahrzeug? 72 Zentimeter länger, 52 Zentimeter Radstand. Ist ja nicht mal eben so. Nee, ist nicht eben so, ist ein entsprechender Aufwand, weil das Auto auch im ersten Schritt mal komplett auseinander haben muss. Beim G ist es ja so, dass ein G wirklich noch klassischer Fahrzeugbau ist. Das heißt, ich habe einen Rahmen und eine Karosse. Das ist ja bei allen anderen Autos heute nicht mehr da. Das ist die sogenannte selbsttragende Karosserie. Das ist ja sozusagen eine Einheit. Das heißt, ich habe hier einen Rahmen und ich habe hier eine Karosserie. Die Karosserie müssen wir abnehmen dafür. Wir müssen den ganzen Rahmen entsprechend demontieren und abschlippen. Dann kommt der Rahmen in eine sogenannte Rahmenlehre, wird geschnitten, genau hier. Hier ist der Schnitt, wird dann die entsprechenden 500 mm auseinandergefahren und wird dann wieder mit diesem neuen Stück zusammengeschweißt. Und deshalb sind hier zwei Schweißnähte, links wie rechts. Und das ist genau das Stück, um den der Radstand des XLPs eben verlängert ist. 72 Zentimeter länger heißt ja nicht nur, dass wir die Gesamterscheinung des Fahrzeugs verändern, sondern heißt vor allem, dass wir hinten die Ladefläche montiert bekommen. Genau, das ist sie. Das ist die Basisstruktur, die Blechstruktur der Ladefläche. So wie sie jetzt für die Montage auf diesem Fahrzeug auch vorbereitet ist. Das heißt, man sieht diese Blechkantkonstruktion und an die werden dann entsprechend die Kohlefaserkotflügel, die Verbreiterung vom Whitestar und die Heckklappe dann entsprechend angebracht. Aber das ist die wirkliche tragende Element des ganzen Heckmoduls. Die Blechkonstruktion wird dann ja verkleidet von außen mit Kohlefaser. Ja, genau. Die ganzen Seitenteile, also was ja die Basis für die Kotflügel sind, hier rum, das ganze Bereich hier rum, ist ein großes Kohlefaserbauteil, links wie rechts. Und diese Kohlefaserteile sind Prepreg-Teile, die wir natürlich auch alle hier in Bottrop herstellen. Nämlich bei CSP, Carbon Superparts, unserer eigenen Kohlefaserfirma, Joint Venture mit der Firma Extra direkt hier um die Ecke. Am Standort Bottrop. Genau, in einer eigenen Firma, wo wir die entsprechende Produktionseinrichtung haben und was mittlerweile auch wirklich eine absolute Kernkompetenz für uns ist, wo wir halt solche großen Bauteile, ich meine, das ist ja hier rum das ganze Seitenteil, die Basis für den Kotflügel mit der Lampenaufnahme, fertigen da die ganzen Kotflügel zum Beispiel für den Rocket auch, Brabus Rocket. Also sehr spezielles Teil, sehr großes Teil, was sicherlich unique ist in der Größe. So, jetzt haben wir insgesamt, ich glaube, so detailliert zusammen über den XLP gesprochen, wie wir es noch nie gemacht haben. Aber ich finde, das macht es auch spannend. Ja, man kann halt viel erzählen und vielleicht verlieren wir uns dann auch manchmal in unserer eigenen Begeisterung. Ich finde, wir haben so viele Geschichten, die wir nicht erzählen. Egal ob Verlängerung, Interieur, die Frage, wie so eine Ladefläche entsteht, was wir uns bei so einem Gesamtkonzept gedacht haben, Motor, Leistungssteigerung, alles Themen, bei denen ich das Gefühl habe, hätten wir jetzt eine Stunde darüber reden können. Ja, gibt es sicherlich auch. Es gibt ja auch hier und da noch interessante und witzige Anekdoten, wie sie manchmal entstanden sind und wie die Entscheidungen getroffen wurden oder wie sich die Sachen ergeben haben. Es gibt ja super viele Themen, über die wir noch sprechen können. Wir haben ja jetzt schon wirklich lange und ausführlich über die Details vom XLP Nur über ein Auto. Genau. Nur über ein Auto. Es gibt noch viele Geschichten, die wir in den Fertigungen, also
Kunststoff-Vakuumguss, 3D-Druck, CNC-Fertigung, also das ganze Thema Fräsen, Zersparen, Carbon. Absolut. Wir haben gerade über das Thema Carbon gesprochen. Ja, wir können selber uns Motorenbau. mal in den Autoklaven stellen und da reingucken und erklären, wie das überhaupt alles zusammenkommt, Motorenbau. Also da gibt Und es so weiter und so weiter. Das machen wir auch, aber nicht heute. Jetzt ist erstmal Schluss mit Tech Talk. Ja, Deep Tech Talk, ehrlich gesagt. Ist länger geworden, als wir gedacht haben. Aber ich glaube, dass vielleicht der eine oder andere genau das daran auch gut findet, dass wir eben mal nicht, und das ist auch das erklärte Ziel für dieses Jahr, dass wir eben mal nicht nur irgendwie optimierte 5 Minuten abreißen, sondern wirklich mehr über die Geschichten erzählen, die hinter den Autos stehen. Denn schöne Videos, die die Autos an sich zeigen, machen wir, glaube ich, schon genug. Nächstes Mal geht's weiter. Tech Talk mit Jörn. Ich freue mich drauf. Danke. Und insofern euch erstmal einen schönen Tag. Tschüss.